Hallo und herzlich willkommen bei Pasquali Talks. Ich bin Paul Pasquali, der Gründer von Pasquali, und in unseren Videos dreht sich alles um unsere Garnen, Design und die Geschichte dahinter. Dann legen wir los. Hallo Zuschauer. So, Marissa, wir sind jetzt live. Da musst du mal. Sorry. Hallo, liebe Zuschauer. Hi, Paul. Hi, wir sind heute da und wir werden über das neueste Garn von Pasquali sprechen, und zwar Linenblum. Ja, wunderschön. Gerade auf meine Nadeln. Einfach total schön. Ich Ja. bin verliebt. Wie das Garn, wie der Name sagt, Linen. Ja. Aus Leinen. 100% Aus Bio-Leinen. Leinen aus der Normandie, Ja, Frankreich. Frankreich. Total. Also, ulala. Ulala, ja, wunderbar. So, erzähl ein bisschen, wie du auf diese Garne kamst. Was macht die Garne so besonders? Weil es ist wirklich sanft, nicht so hart wie Ja. normale Leinen. Also wirklich schön zu arbeiten mit. Also, ich habe auch oft überlegt, auch eine Leinengarn zu haben. Aber alle Leinen, die ich hatte, 100%, da waren auch sehr hart. Deswegen habe ich Ja. damals die Nepal Genau. produziert aus Baumwolle und Leinen, weil es etwas weicher ist. Und auch einige Kunden haben gesagt, ey, ja Paul, wir brauchen ein 100%iges Lein, aber es muss etwas weicher sein. Nach langer Suche und ein paar Inspirationen, die ich auch da hatte als Get-Garn, dann kamen wir zu Linenblum. Und bei Linenblum ist nicht nur besonders, dass es sich um Leinen handelt, sondern Ja. um die Färbung. Die Färbung. Es Ja. sind 15 Farben und die sind alle Naturfarben. Das sind Naturfärbungen. Ja. Und da gibt es auch was ganz Besonderes. Und zwar, das ist eine industrielle Naturfärbung. Ja, das heißt erstmal, wir haben sehr große Lots, also wir produzieren, ein Lot hat 67 Kilo mindestens. Das ganze Lot durchgehen hat dann eine gleiche Färbung, das gab es bis jetzt nicht. Okay. Ja, und klar, die Kette ist auch was ganz Besonderes. Das macht, wie Ja, du das würde sagst, ich sagen. das Ja. Garn etwas leichter. Ja. Einige Stricker haben schon berichtet, dass das Garn sich sehr angenehm stricken Total. lässt. Ja. Das sind 250 Meter auf 50 Gramm, auch sehr leicht. Ja. Und Also die Faser kommen aus Normandie und Ja. dann lässt du das färben in Italien. Ja, genau, in Biella. in Biella. In Biella. Und was ist so besonders aus dem ganzen Prozess? Und Und da sind keine Chemikalien, das weiß ich. Also wie du schon weißt, es geht nicht nur für uns bei Pasquali, es geht nicht nur um das Endprodukt, um das Garn, sondern es geht um alles drumherum. Ja, Nachhaltigkeit, selbstverständlich ist es wichtig, so wie die Qualität, Ja. muss auch stimmen, aber auch die Menschen dahinter. Ja. Und ich war auch begeistert, nicht nur von der Idee, dass es gibt auch eine industrielle Pflanzenfärbung oder Naturfärbung, sondern ich habe jemanden kennengelernt, das ist die Anna von der Tintoria di Corregna in Biella. Sie ist Apothekerin, Oh, sie hat das okay, das studiert. wusste ich nicht. Ja, sie hat das Ja. studiert. Aha. Und ihre Eltern hatten eine sehr große Färberei, aber eine ganz normale Chemiefärberei, Ja. wie auch alle anderen Garne normal gefärbt sind. In Biella sehr, sehr groß. Und jemand musste das übernehmen. Und damals, schon als sie klein war, auch als Apothekerin, sie ist immer zum Wald gelaufen und hat auf Wurzeln gesammelt, Blätter gesammelt und so experimentiert, als sie auch sehr jung war. Und dann hat sie sich entschieden, als sie die Firma übernommen hat, die komplette Färbung umzustellen in Naturfärbungen. Ja. Und das ist bei ihr jetzt mal ist eine Leidenschaft, so wie auch bei mir in der Firma Ja. das genauso ist.
Und sie zeigt diese Leidenschaft und sie testet verschiedene Färbungen mit allen möglichen Kräuter, Würzel, ja, alles Mögliche. Und dann, sie kam ein paar Mal zu mir am Stand auf der Messe. Aha. Aber du weißt, auf der Messe immer so viel Stress und die kommen manchmal so Lieferanten, die wollen was anbieten und wir haben da auf der Messe in Köln nur Zeit eigentlich für unsere Kunden. Und so durch einen anderen Kontakt und zu anderen Kontakt meinte er, ja, du musst die einer mal kennenlernen. Und dann, ja, habe ich sie kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, gut, da müssen wir was zusammen machen. Ja. Ja? Und klar, konnte man auch Merino nehmen, aber ich dachte, nee, ich brauche ein neues veganes Garn. Es ist toll. Wir brauchen für Sommer was auch was ganz Besonderes. Und sie sagt, oh, jetzt Leinen zu färben ist schon schwieriger als Merino oder Schafwolle. Ja, und so hat angefangen, dass wir mal erstmal uns entschieden haben, welche Lauflänge das Garn. Sie lässt uns für uns das Garn selbst nachhaltig produziert, auch in Biella. Mhm. Und dann, ja, sie lässt produzieren und dann färbt sie bei ihr. Und ja, war schon sehr aufwendig, weil jede Farbe muss mehrmals getestet werden. Ja. Ja, wir hatten früher eine Pflanzenfärbung, weißt du noch, bei dem Garn Tambo. Das ist, Nee, da war ich noch nicht. aber da. du hast damals Tambo ich kenne gestrickt. ja, Da ich war habe so das eine gestrickt. Milchprotein-Garn. Ja. Sehr schön. Und die hatten wir auch eine ganz kleine Farbpalette, eine Pflanzenfärbung. Das große Problem war, dass es nicht farbecht war. Das heißt, wir haben den Knäuel an die Sonne gelegt und von blau ist grün geworden. Oh, okay. Ja? Ja. Und dann hat sich sehr stark verändert. Jede Partie war wirklich anders. Okay. Da war manchmal wieder ganz neue Farben. Und das war, ich glaube, 2012, für die Zeit, 2013. Wir haben das Produkt deswegen ganz schnell rausgenommen aus dem Sortiment. Und ich wollte immer noch eine Pflanzenfärbung haben, aber das war irgendwie noch nicht so reif. Aber die sind farbfest. Das sind farbecht. Farbecht. Genau, das okay. sind farbecht. Das heißt, selbstverständlich ist ein Naturprodukt. Man darf nicht in die richtige Sonne trocknen lassen. Ja. Aber das Garn ist farbecht. Und wir haben in der ganzen Partie die gleiche Farbe, wie gesagt. Und wir kriegen auch in einer neuen Partie kriegen wir die Farbe Wieder. ja, Sehr ähnlich. genau, Ja. in den industriellen Parameter Ja. auch wieder drin. Ja. Diese Färberei, sie hat mir gesagt, sie produziert auch für sehr große Marken, die verlangen exakt, dass diese Farbe immer gleich ist. Für die Automobilbranche ist momentan sehr gefragt, also Okay. sehr teure Autos, die Stoffe von den Cabrios zum Beispiel, die Wow. werden aus Naturfarbstoffe produziert, ja, weil durch die Sonne die entstehen Dämpfe, die nicht gut für die Gesundheit sind. Ja, Und natürlich. hier ist das Ja. die Lösung da, auch für für Flugzeuge, Okay. hat sie gesagt, dass auch in dem Bereich davon schon verwendet wird. Also ein sehr interessantes Produkt mit viel Zukunft noch, denke ich mal. Also für mich die Überraschung war die Pigmente. Also ich kenne Henna und diese, aber zum Beispiel da Pflanzenfarbe mit Granatapfel. Ja, Ja, für mich das war eine total Überraschung. Ne? genau. Ja, also da sind, ja, es ist unglaublich, wie viele Pigmente was man machen kann. Ja. Und das Interessante ist, das ist eine Kombination von Pigmenten. Ja. Und hier, wenn du, ich habe mir aufgeschrieben, weil ich das bei ist- denen weiß ich, Das ist für mich eine hier mein Überraschung, Zettel, was ja. die Pigmente hier drin ist. alle sind Weil Mischungen. ja, alles in Mischungen, aber das habe ich nicht gedacht. Das ist hier mit Süßholz. Genau. Ich verstehe jetzt. Ich hab Das gesehen. ist die Farbe Das 01, ist für mich wow. Flussperle heißt die Farbe. Bluesperle, ja. Ja, hier wurden 3 verschiedene Pigmente verwendet. Ja. Die Süßholzwurzel, das ist Lakritze. Lakritz, ja. Ja, das Und ist Lakritz Lakritz. ist braun. Ja, aber. Wie kommt ja. das? Dann Wacholder und Holunder. Ja. Das ist die Mischung. Das Hauptprodukt, die wir jetzt hier einblenden, ist die Süßholzwurzel. Und Wahnsinn. unglaublich, Ja. man kriegt weiß. Ne? Ja. Und obwohl Leinen eher so gelblich ist, Ja. dann wird Dann so kriegt weiß. weiß, ja. Es wird nicht gebleicht. Ja. Das ist auch wichtig. Ne? Ja, unglaublich. Ja.
Sollen wir die Farben Vielleicht können wir gucken? schon mal die Farben Ja, erstmal dann zeigen. Ich auch- gebe auch dir erstmal so, wir ja. wechseln ein bisschen. Ein bisschen So. hier. Okay, so Und Nummer 2. genau. So, die Das- Nummer 2. Du zeigst die Farbe und ich lese dir, was das Die ist. Nummer 2. Die 2 Blütenstaub heißt Ja. die Farbe. Schön. Die Hauptfarbpigment ist Granatapfel, Ja, siehst die du? wir hier einblenden. Ja. Dann Sanddorn und Brennnessel. Ja, eine sehr schöne Beige-Farbe. Super schön. Dann die Nummer 3, Die Nummer das ist 3. die Wüstensand. Wüstensand. Oh, Genau, wie die schön. Hauptpigment ist aus Sandelholz, Kastanie und Henna. Kastanie, ja, da gibt es die Farbe, ja. Ja. Henna, okay. Ja. Dann die 04, 04. Silbertau, eine der beliebtesten Farben schon. Granatapfel, das auch als Hauptpigment. Ja. Denkt man gar nicht. Granatapfel Ja, und kommt ich- so eine Farbe. genau. Ne? Gut, Anna wird Toll. auch ihre Geheimnisse nicht verraten, Ja, aber natürlich, es ist aber unglaublich, was Das dahinter ist steckt. unglaublich, Ne? Wahnsinn. Und Brennnessel. Und Dann eigentlich, Nummer guck mal, die 2 und die 4, die haben genau die gleiche, guck mal, die 2 und die 4. Die 2 und die 4. Das sind genau die gleichen Farbpigmente, nur Granatapfel. verschiedene Mengen. Granatapfel, Alle drei. oder? Granatapfel, Sanddorn und Brennnessel. Ja, Nur wow. verschiedene Mengen. Und das Wow. ändert sich komplett. Ja, Hat auch damit zu tun, wie lange es gefärbt wird, Ja. welche pH das Wasser hat. okay. Schon jetzt bin ich so, wow, Das interessant. ist super, wow. Ja. Nummer 5. Sonnenholz aus Akazienextrakt und Färberdistel und Weid. Okay. Wow. Ja. Okay, lass mich raten. Die, Ich würde sagen Nummer 6 Kakao. Ist das? Ja, Nummer 6. Nummer 6, Kakao. Akazienextrakt. Akazien. Henna und Krab. Okay. Die Kein Kakao. Farbe heißt Baumgeflüster. Ja. Die schöne gelbe, Diese Farbe ist super schön. Diese Farbe ist super, super schön. die 07 Zitronenfrost aus Weid, die wir hier einblenden, Ja. Granatapfel Wieder. und Rosskastanie. Okay. Die Nummer 8, das ist dein Lieblingsfarbe. Die finde ich sehr, Sehr schön. schön, Ja. ne? Ja. Nummer 8. Nur Meereswald haben wir Mhm. die genannt. Das ist Indigo, ja, diese blaue Indigo, die eigentlich, das ist auch Indigo, aber das sagen wir gleich, das kommt durch den Sauerstoff. Das okay. ändert sich die Farbe, wenn du das raus vom Wasser nimmst. Okay. Gut, ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich habe es gesehen. Guck mal, diese Farbe. Genau, da war die Indigo, Weid und Kurkuma war gerade die 08. Ja. Ja. Dann die 09, die Kirschblüte, ist Ja. Krab, Oh, super. Zwiebelschalen und Weid. Zwiebelschalen. Ja, Cool. das ist ein sehr schönes, zartes Rosa. Das ist, ja. ja, das ist super, super schön. Und dann Die kommt der 10. 09 ist, 10 ist das? 10. Genau, das ist die einzige Farbe, die nicht vegan ist. Ja, Ja. Ja. Das ist Krab, Labkraut und Cochineal. Das ist Cochineal. auch als Karmin genannt. Carmine, ja. Carmine auf Deutsch, Carmine auf Karmin Deutsch, auf Deutsch okay. genannt. Das benutzt man auch, habe ich gelesen, in Lebensmitteln. Genau. Ja, in Joghurt. Überall, ja, Kosmetikartikel. Kosmetikartikel, ja. Ja, da sind die Coccinille, das sind so wie Läuse, es ist eine Plage, die auf den Kakteen. Kakteen gibt. Und da wird schon seit Tausenden von Jahren verwendet als ein sehr starkes Farbpigment. Dann die Nummer 11, Korallenglanz, das ist Krab, was wir hier anblenden, Henna und Sandelholz. Sandelholz, okay. Sehr schön. Oh, das ist meine Lieblingsfarbe. Das ist sehr Was schön. kommt? Das ist Nummer Oh, der 12. Name ist auch schön. Lavendeltraum. Lavendeltraum, ja, schön. Ist das Logwood? Ich weiß nicht, ob es hier auf Englisch ist oder auf Deutsch ein Wort. Ja, Logwood, Logwood, ja. ja, auf Deutsch. Ah, das fragst du Ja, mich. gut. Steht aber alles auf der Ich weiß Webseite. nicht. Krab und Henna. Dann die Nummer 13, das hier, Ja, das ist einfach nur Indigo. Indigo, okay. Ja? Schön. Und die Nummer 14 ist auch nur Indigo. Indigo, aber in eine das andere- ist, genau, da Ja. sind andere pH-Werte, Ja. andere Zeiten. Das sind viele Faktoren, Ja, die beeinflussen. ja, Und hier haben wir wieder Logwood, Krab und Holunder. ja, schön. Ja? Hier gibt es gar kein Indigo.
Ne? Es ist eine sehr dunkel, weil viele sagen es ist schwarz. Nein, es ist ein sehr, sehr, sehr So dunkles dunkelblau, Blau. ja. Richtig tiefblau, der wird Tiefsee genannt. Ja. Und ja, das sind erstmal Funzelfarben. Klar, wir haben noch andere Farben, die wir produzieren möchten. Wir sind dran. Nur, Ja. wie gesagt, es ist nicht so einfach. Wir müssen das mehrmals testen. Das heißt, die ganzen Parameter, die müssen stimmen, wie auch wie eine ganz normale Schal, wie eine ganz normale Garn. Ja. Also die Parameter müssen stimmen. Also kann nicht jetzt, weil es ein Naturprodukt ist, schlechter sein. Ja. Trotzdem, wie ich dir gesagt habe, es gibt auch andere Pflegehinweise. Ja. Ja. Du hast mir gesagt, beim Stricken ist bei dir. Ah ja, bei mir, da hat ein bisschen die Farbe, hat ja ein bisschen blaue Finger. Ein bisschen, Also aber das- ging mit Wasser ganz schnell weg. Genau, also das ist nicht erschrecken. Bei dunkler Farbe, sondern bei Indigo, durch den Schweiß und Reibung färbt das ab Ja. auf der Hand. Ja? Aber das kann man mit ganz normalem Ja, das Wasser geht. entfernen. Ja. Wir haben keine Chemikalien in dem Garn, das heißt, es ist kein Problem. Man kann das nicht vermeiden. Man sollte trotzdem alle Teile, wenn es fertig ist, man sollte das einmal waschen. Ja? Ja. Und Es ist vielleicht keine gute Idee, zum Beispiel Nummer 1 mit Nummer 2 zusammenzustricken, weil dann färbt. ja, Kann- genau, muss ich kann ehrlich passieren. sagen, da sind wir gerade am Testen. Okay. Ja, wir haben schon das gestrickt und es ist nicht passiert. Okay, Ja? ja, Wir machen jetzt im Labor andere Tests, dass wirklich nie was passiert. Ne? Weil Okay. das wäre ärgerlich, wenn es jetzt Ja. erstmal wir sagen, lieber vermeiden, so eine ganz hellere Farben wie Mit hier, einem wie ganz- 01, zum Beispiel diese. mit dem blauen Ja. oder mit dem dunkelgrün vielleicht. Also das kann, hier, passieren. weil hier ist auch Indigo, wie gesagt, da sind eher die Farbe, wo bei den Fingern ganz besonders Ja. abfärben kann. Draußen aufhängen, nicht in der Sonne direkt. ja, dann Ja, normal. sonst kann passieren, wo Schatten ist, dass minimale Änderungen sein können. Aber es ist eine industrielle Färbung, also alles besteht die höchsten Normen. Hier haben wir eine Maschenprobe, Schön. einzelfädig. Ja, einzelfällig, sehr, Ja. sehr schön, sehr, sehr schön. Guck mal das. Ja. Also so einzelfädig, also haben wir die Meter nicht gesagt, das sind 250 Meter, habe ich glaube ich nicht gesagt, auf 50 Gramm, 250 Meter, gestrickt wird mit 3 bis 3,5 Millimeter Nadel. Trotzdem ist das hier mit 3,5 gestrickt und das ist etwas durchsichtig, Ja, ja, kann man so sehen. Und, aber man kann es auch kombinieren. Und, also ich stricke hier auch mit 3,5. Das ist ein Modell auch von Frankreich, ein französischen Designer, Lucille Francom. Und ich stricke diese Tuch, das heißt Sprig. ja, ja. Sprickschal aus nur einem Strang. Ein Strang, ja. Ja. Ja, ich teste das. Ja, Sehr schön. Ja. So, ich habe auch etwas auch vorbereitet. Ich habe da nicht selbst gestrickt, selbstverständlich. hast du? Aber ich habe hier, das kennst du noch nicht. Aha. Ja. Klar, ich habe alles ein bisschen testen lassen, das ist, glaube ich, die gleiche. Ne? Aber hier zum Beispiel, was auch viele schon fragen, ist doppelfädig. Ah, okay. Und ich werde unten in der Beschreibung die Maschenprobe aufschreiben. Alle, was ich hier getestet habe, oder gelassen habe, werde ich aufschreiben, welche Maschenprobe, welche Nadelstärke verwendet wurde. Hier ist eine doppelfädige Ja, und Linienblumen und hier sieht man den Unterschied. Ja, ja hier sieht man den oben. Unterschied, ja. Ja, Man fühlt den Unterschied auch. ja. Dann, genau, das ist wieder die gleiche. Hier fand ich auch super. Rate mal. Oh, das ist mit Arctic Pearl? Nein, Oder mit, nein. Nee, mit Suave? Ja, Mit Suave. Suave. Wie schön. Ja, es ist sehr schön, ein sehr schöner Flausch durch die Baumwolle. Suave Ja. ist eine 100%ige Baumwollgarn, GOTS zertifiziert. Und ja, das ist schon ganz anders. Das wäre Ja. hier für die Zwischenstation perfekt, Ja. finde ich auch. Das ist Hier. dann mit einem Mohair-Garn, oder? Ja, Hast du mit Mohair Bliss? Manada. Manada, okay. Das ist Manada. Sehr schön. Von den Kombinationen, die ich hier habe, wie gesagt, habe ich nicht alle gemacht, aber von den Kombinationen finde ich die Das für ist mich super, am schönsten. ja. Ist nicht mehr vegan, Sehr weich. aber die Manada ist auch
so ein kompaktes Mohairgarn, nicht so flauschig. Und dann geht die Maschine zu. Ja. Was ich liebe an Manada ist dann, wenn du strickst, dann isst du nicht Mohair. Die Genau. normale Mohairgarne, Ja, das da fliegt, fliegt ja. überall und dann, ja, so hier ist es. Aber wir haben auch das andere Mohairgarn, die Mohair Bliss. Mohair Bliss. Ah ja, okay. Der ist haariger, Ja, ist der fliegt, die Haare fliegen auch nicht, wie Ja. du meinst, ne? Nee, aber genau. man sieht, das sind Sehr zwei schön. verschiedene Effekte. Ne? Man kann beide Mohair, gut, Ja. die Mohair Bliss hat 300 Meter auf 25 Gramm, ist etwas dünner Ja. und die Manada hat 200 Meter, aber kann man hier den Unterschied sehen. Ne? Ja. Wir haben leider keine Modelle zu zeigen, dafür werden wir wahrscheinlich noch ein anderes Video machen irgendwann. Viele arbeiten dran, ich weiß, Alex Opel von Sinchen macht ein Design, die Mercerie macht auch ein Design. Aber wir haben ein Design. Nicht ne? zum Das Zeigen, ist- genau. Nicht zu Nicht zeigen, zum aber Zeigen. hier haben wir Genau, ein hier paar eine Fotos. kleine Können wir Fotos Anleitung. machen. Unsere Ja. Händler kriegen pro Schachtel so eine kleine Anleitung Ja. in 3 Sprachen. Da gibt es einen Schal von Irina Schal. Wie heißt nochmal der Schal? Von Irina, Faint Yarns, Faint Lines. Faint Sorry, Lines. Faint Lines, ja. Ich glaube auch aus der Farbe, wenn ich mich nicht irre. Genau. Haben wir das hier in der Genau, Booklet? hier. Kann man hier so sehen. Ah ne, das ist hier. Das schau, ist auch unsere. Das ist Ah ne, unsere. hier auf dem Booklet ist das nicht. Genau. Ist das nicht? Hier Okay. ist Aber unsere wir können ein Foto zeigen. Flower Stoller. Der ist vor kurzem erschienen. Ja, Das der ist unser Design bei Design. uns, das ist unser Design. Und was ich hier, gerade was du stricke. gerade strickst, das ist hier, Von Lucille. genau, das ist auch sie, die Designerin auf dem Foto. Ja. Aber viele Designer wollen damit stricken. Einige haben das Ganze schon bekommen. Ja. Und ja, ich freue mich jetzt wahrscheinlich für die Messe in Köln auf der A&A. Werden wir dort schon einige neue Farben vorstellen. Und hoffentlich bald kriege ich noch ein paar neue Farben. Also es gibt so ein paar Herausforderungen. Das richtige Rot kriegen wir nicht, so wie du anhast. Also, ja, das wollte ich fragen. Rot kommt in das Programm? da kriegen wir nicht hin. Okay. Also und, wir haben oder ein versucht, richtiger Gelb oder Orange auch nicht? Also wir mehr- versuchen. Also auf Versuchen. jeden Fall, wir haben ein paar so lila Farbe, Aubergine bekommen. Ein leichtes Grün wäre Wir auch haben gut. auch andere Grüne erhalten. Wir haben auch Mittelgrau. Okay, nice. Ja. Auch schwarz, weil das ist, wie gesagt, ist fast wie schwarz, aber das ist ja ein Tiefblau. Ja, also ich denke, das wird, die letzte Zeit muss ich sagen, fast jedes Garn, das wir rausbringen, ist ein Riesenerfolg. Ja. Gerade heute habe ich schon gesehen, die 3 Farben sind schon ausverkauft. weg. Ja, das sind schön. Aber ich habe noch mehr in Italien, die gerade nochmal etikettiert werden. Und dann kriegen wir auch das bald. Bis das Video veröffentlicht wurde, sind wahrscheinlich alle Farben wieder auf Lager. Und wir haben was ganz Neues auf der Webseite. Und das kennst du auch nicht, weil ich bin, Wieso kenn ja, ich das ja, weil das sind, Du hast vergessen, mir zu nein, erzählen. ja, gestern hat mir Alex gesagt, Paul, ich habe eine Überraschung für dich. So, wenn ihr auf unsere Webseite geht, hier gibt es die Händlerverzeichnis, wie immer, da kannst du alle Kunden finden. Ja. Aber jetzt kannst du filtern nach Garn. Das heißt, wenn du jetzt eingibst Linienblum, da kommen alle Wollgeschäfte weltweit, die Linienblum haben. Ja, toll. Ja? Wenn du sagst, wer hat Arctic Pearl, dann kommt Arctic Pearl. Das war so etwas, wo die Kunden immer gefragt haben, Ja. wer hat das. Jetzt kann man selber herausfinden. Also das ja, ist super, dass ich daran gedacht habe, weil sonst ich bin ein bisschen verpeilt mit sowas. Ja. Ja, wir haben jetzt die Kombis gezeigt, wir haben das ganze Linienblum gezeigt. Also hat sich so viel verkauft, dass bestimmt einige von euch das Ganze schon getestet hat. Schreibt bitte auf die Kommentare, ob ihr mit dem Garn zufrieden seid. Vielleicht sagt mir auch, welche andere Farbe euch wünscht. Wir können es versuchen, auch zu produzieren. Und ja, hast du noch irgendwelche Frage? Nein, ich denke, Bevor ich ich hab- verabschiede. ich hab- Ich habe eine Frage Ach so. nochmal. Welches Design ist das nochmal? Das ist unser Design. Die Kandra ist das? Ja, Kandra. Ne? Kandra. Und das ist Suave und Alpaca Lace. Ja, super schön. Ja, super Steht schön. dir ganz gut, die Ja, Farbe. ist mein. So, wenn ihr das Video gefallen habt, dann Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Ja. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.